wieder reinschaut. Heute wieder eine neue Folge. Was ist neu eingezogen beim Brettspiel-Teddy? Ich zeige euch wieder, was meine Brettspiel-Kaufsucht so angeschleppt hat. Fangen wir mal an mit einer Erweiterung, oder besser gesagt zwei. Es geht um eine Erweiterung für Tricerion. Einmal Erwachen der Technik und einmal Dalgards Geschenke. Ja, ich habe jetzt Tricerion gespielt. Zweimal. Und naja, momentan irgendwie komme ich noch nicht so richtig rein in das Spiel. Wir haben auch nur zu zweit gespielt. Online einmal zu dritt. Trotzdem, keine Ahnung, ich mag eigentlich diese Mindclash Games Spiele. Aber da tue ich mich echt schwer, gerade mit dieser Theateraktion. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, ich hole mal ein paar Erweiterungen dabei, weil ich gelesen habe, hier gerade diese Dalgards Geschenke. Die soll auch gut dafür sein, wenn man mit zwei Spielern spielt. Da werden halt nicht immer die gleichen Felder abgedeckt, die man dann nicht nutzen kann. Und noch ein paar Extras sind dabei, so ein paar Miepel und so. Aber hauptsächlich geht es mir hier eigentlich um die Zwei-Spieler-Variante, dass die vereinfacht wird. Und hier beim Erwachen der Technik, da hat man halt noch verschiedene Maschinen dabei, die man dann an sein Tableau noch anlegt, wo man das dann noch ausbauen kann. Ja, ich bin mal gespannt, ich werde berichten. Jetzt freue ich mich schon auf die nächste Runde Tricerion und dann werden die beiden Erweiterungen gleich mal mit ausgepackt. Lasse mich mal überraschen, was da so passiert. Dann als nächstes, hoppala. Ja, war auch eine Zeit lang nicht lieferbar. Jetzt ist es gekommen, ganz überraschend. Es geht um Wildes Weltall vom Boardgame Box. Boardgame Circus. Der eine oder andere kennt es sicherlich. Ja, es geht eigentlich darum, dass wir uns so eine Mannschaft zusammenstellen und damit verschiedene Planeten bereisen. Dies läuft alles hier über Karten. Die Karten haben verschiedene Werte. Man muss eine bestimmte Anzahl von Crewmitgliedern haben, dass man überhaupt die Planeten bereisen kann. Das heißt, man muss erstmal eine bestimmte Anzahl von Karten dahin legen und reist dann mit seinem Raumschiff dahin. Und das Schöne ist, auch mit dem Solo-Modus, kann man ja mal antesten, auch wenn ich nicht der Solospieler bin. Ja, wildes Weltall. Und wie gesagt, wie immer, wenn einer oder andere von euch die Spiele schon kennt, gerne in die Kommentare, was lohnt sich, was kann direkt wieder weg. Ja, dann ist ein Kickstarter gekommen. Und zwar vom letzten Jahr bestellt Wishland. Sogar in deutscher Sprache. Es geht darum, wir organisieren oder wir sind Manager eines Freizeitparks. Das ist noch eingepackt, könnt ihr sehen. Wird über Karten gesteuert. Das ist ein Worker-Placement-Spiel, so wie ich das sehe. Die Karten haben verschiedene Effekte. Ja, sah ganz interessant aus. 1 bis 4 Spiele ab 14 Jahre. Erschienen ist es bei Lost Games, die auch Medieval Realms gemacht haben, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und das gab es nämlich dann damals dabei beim Kickstarter. Also was heißt dabei? Man konnte halt so ein Paket bestellen, da war nur einmal Porto und hat dann für beide zusammen, lasst mich nicht lügen, 80 Euro oder so bezahlt. Ich weiß es nicht mehr, also war knapp 40 Euro pro Spiel. Da habe ich mal gedacht, wenn man sonst die anderen Kickstarter-Preise sieht, schlage ich mal zu. Ist auch beides von den gleichen Designer, von dem gleichen Spieleautor. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon kennt hier. Ich kenne es nicht. Ich hatte es mir mal angeguckt. Man macht halt versteckt was hinter seinem Tableau, legt da irgendwas hin, dann werden die Tableaus aufgedeckt. Und ähnlich wie bei Roll for the Galaxy. Und ja, dann führt man halt seine Aktion durch. Ich lasse mich mal überraschen auf dieses Freizeitparkspiel hier, Wishland. Da freue ich mich schon. Das werde ich auf jeden Fall jetzt auch mal die Tage in Angriff nehmen. Und bei Zeiten, aber ich denke mal, das müsste man hier mit mehreren Spielen, 2 bis 5 Spieler steht auch drauf. Weil ansonsten macht da, glaube ich, nicht ganz so viel Spaß. Dann wird das auch mal auf den Tisch kommen. So, dann habe ich mir noch ein kleines, feines Spiel gegönnt. Und zwar Skull. Ja, Skull ist, ja, wie nennt man das? Ist ein Bluffspiel. Ja, irgendwie schon. Es geht darum, wenn man das sehen kann hier, man hat so Bierdeckel.
Man hat einen eckigen Deckel und 4 runde. Und auf 3 davon ist eine Blume und auf einem ist halt ein Totenkopf drauf. Und wenn man jetzt zum Beispiel zu 4 spielt, dann deckt man immer, verdeckt, legt man immer einen seiner Bierdeckel dahin. Das geht immer reihum. Und wenn die erste Runde vorbei ist, legt man entweder den nächsten hin. Oder aber man kann sagen, ich möchte eine Herausforderung. Und dann sagt man eine Zahl zwischen, bei 4 Leuten, wenn eine Runde durch ist, 1 bis 4, bei 4 Deckel da liegen. Und die Zahl bedeutet halt, dass man so viel Deckel aufdecken muss, ohne dass ein Totenkopf erscheint. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde 2, dann würde ich sagen, okay, ich weiß ja, ich habe keinen Totenkopf gelegt, drehe ich meinen um. Und dann würde ich noch sagen, hier, Teddy, dreh deinen Deckel auch um. Hat man richtig geraten, kriegt man einen Punkt. Wer zuerst 2 Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Hat man falsch geraten, dann geht einer der Deckel weg und man hat weniger für den Rest der Zeit zur Auswahl. Hört sich jetzt nicht so spannend an, aber ich kann mir schon vorstellen, ich hatte mir ein Video angeguckt vom Michael Will Spielen. Der hat es da erklärt und ich kann mir vorstellen, mit 4 Leuten macht es richtig Spaß. Mit 2 und 3, denke ich mal, ist das nichts. Gibt es leider nur in Englisch, aber so Bierdeckel sind ja sprachneutral. Kennt ihr ja aus der Kneipe, wo Köpi draufsteht, steht auch Köpi in China drauf. So, dann als weiterer Neuzugang auch ein Spiel, was nicht in deutscher Sprache ist. Red Cathedral, die Rote Kathedrale. Leider, wie gesagt, nur in Englisch. In 5 Sprachen ist es drin. Spanisch, Katalanisch, Italienisch, Portugiesisch und Englisch. Aber nicht in Deutsch. Aber so wie ich gehört habe oder gelesen habe, erscheint es wohl jetzt bei Kosmos Spiele in Deutsch als die Rote Kathedrale. Ja, vom Spieletaxi, übrigens ein sehr guter Shop, kann ich empfehlen. Ganz schnell Lieferung und immer Gummibärchen dabei. Ja, dies ist die Ausgabe von Devil Games, wie gesagt, die englische Ausgabe. Worum geht es? Könnt ihr euch ja schon denken, hier ist die Rote Kathedrale in Moskau. Übrigens ein sehr schönes Objekt, ich war vor 2 Jahren mal da gewesen. Sehr begeisternd, wenn man davor steht. Und wir bauen halt an dieser Kathedrale. In der Mitte haben wir so ein Würfelfeld. Da kann man Ressourcen sammeln, indem man die Anzahl der Würfelaugen vorgeht auf dem Tableau. Und dann wird die Kathedrale durch so Karten aufgebaut, so ein Kartenhaus. Und da kann man sich halt mit seinem Marker Karten reservieren und dann mit diesen Ressourcen, die man in der Mitte gesammelt hat, bauen. So grob. Ja, und wer zuerst, ich meine, ich will auch nichts Falsches sagen, 10 Teile oder 6 Teile gebaut hat, 6 Teile, glaube ich, gebaut hat, der ist halt der Gewinner von Red Cathedral. Das Spielmaterial ist relativ sprachneutral, da braucht man also nicht unbedingt die deutsche Version, aber die Anleitung ist halt in Englisch. Ist eigentlich ganz gut geschrieben, muss ich sagen. Ich habe es soweit verstanden, aber in Deutsch wäre es natürlich einfacher. Das Spiel ist ab 10 Jahre, gibt auch einen Solo-Modus und dauert knapp 80 Minuten, steht hier drauf. Ja, lass ich mich mal überraschen. Die Rote Kathedrale, The Red Cathedral. Eventuell werde ich da auch nochmal ein Einzelvideo drüber machen, wenn ich es gespielt habe. Sah nämlich gut aus. Und relativ schwer die Box. Achso, und kostet circa 25 Euro oder so, wenn es lieferbar ist. Und dann zu guter Letzt noch ein Spiel, ein schwereres. Und zwar, hoppala, und zwar geht es um die Halle des Bergkönigs. Erschien bei Skellig Games. Hieß vorher, gab es in Englisch mit The Hall of the Mountain King, hieß es da. Es geht darum, dass die Trolle die Zwerge aus dem Berg vertrieben haben und die Zwerge jetzt zurück wollen. So in der Art. Ist halt ein Plättchen-Legespiel und ein Ressourcensammelspiel, würde ich sagen, ja. Man sammelt also Ressourcen, indem man sich auch so, bei der Kathedrale musste man ja auch eine Kathedrale mit den Karten bauen und so baut man halt vor sich auf. In der unteren Reihe kommen 4, dann 3, dann 2 und immer wenn man die Karten drauflegt, auf den Karten sind Ressourcen abgebildet, bekommt man halt diese Ressourcen und mit diesen Ressourcen kann man dann halt diese unterirdischen Tunnel bauen. Da kann man halt Verbindungen machen mit den Tunneln, man kann so Monumente bauen und das gibt halt hinterher alles Punkte. Und wer halt die meisten Punkte hat zum Schluss, hat gewonnen. Gibt es auch einen Solo-Modus ab 12 Jahre. Wie gesagt, auf Deutsch jetzt bei Skellig Games erschienen, ist eigentlich von Burden Island Games gewesen, in The Hall of the Mountain King. Ich bin mal gespannt, freue ich mich auch schon drauf, werde ich auf jeden Fall zeitnah hier mal auf den Tisch packen. Sieht ziemlich gruselig aus, das Cover.
Ja, ich lasse mich mal überraschen. Soll auch nicht allzu schwierig sein. Ich meine, bei Boardgame Geek war irgendwas mit 2,6 oder so Schwierigkeit. Lässt sich also locker runterspielen. Ja, meine lieben Brettspieler, die Freunde. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen Tipp zu Spielen geben. Und ihr könnt mir auch Tipps geben. Schreibt es in die Kommentare. Welche Spiele habt ihr schon gespielt? Was lohnt sich? Wie gefallen euch die Spiele? Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, euer Brettspiel-Teddy. Bye, bye.